Wusstet ihr, dass man Marmorkuchen ohne Backpulver und Industriehefe viel leckerer selber machen kann? Ihr braucht einfach ein bisschen Milch, Zucker, dann natürlich Butter. Nun kommen noch die Eier hinzu und die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Sie kommen nochmal zum Schluss und in der Beschreibung steht auch eine vegane Option. Dann noch ein bisschen Milch und das ist meine Alternative. Und zwar Hefewasser. Selbst hergestellte Hefe, viel leckerer und bekömmlicher. Wie ihr die herstellt, erfahrt ihr oben rechts. Und wer es dann auch noch zufällig da hat, Legevi Tomate, einfach noch so einen Esslöffel hinzugeben. Das ist aber tatsächlich optional. Nun mache ich hier meine KitchenAid bereit. Ich habe hier den Taifun von Rammershofen. Damit gelingt das richtig gut. Wobei ich sagen muss, meine Butter kommt tatsächlich direkt aus dem Kühlschrank. Das heißt, da kann ich euch empfehlen, wenn das bei euch auch so ist, schaltet die Maschine zwischendurch ab, lasst es kurz noch mal 5 Minuten stehen und knetet den Teig danach richtig schön geschmeidig. Aber auch so könnt ihr es erkennen, der hat die Butter richtig gut im Griff, nur noch wenig große Stücke, obwohl ich das hier noch auf niedrigster Stufe habe. Ansonsten einfach ein bisschen höher stellen. Und wenn der Teig dann geschmeidig ist, nehme ich jetzt hier ganz kurz meinen Teigrührer zur Hilfe, falls da hier so ein bisschen was an dem Knethaken klebt. Ja, wenn die Kamera davor ist, ist es ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Also nicht wundern, wenn das hier jetzt so ein bisschen schwieriger ist. So, ich mache das auch tatsächlich nur ganz grob, damit mir die Maschine gleich nicht einklebt. Denn wir nehmen jetzt ungefähr 2/3 von dem Teig ab. Das wandert direkt hier bei mir in die Glasschüssel und dann werden wir in der gleichen Rührschüssel noch mal eben den dunklen Teig verarbeiten. So, Pi mal Daumen, das sieht gut aus. Hier kommt schon mal der Deckel drauf und da bei mir das im Moment in der Küche nicht so warm ist, stelle ich das direkt in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. Alternativ könnt ihr auch einen Gärkorb nehmen. Das ganze Zubehör verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung. Nun füge ich zu diesem Drittelteig noch ein bisschen schwach entölten Backkakao, ein bisschen Milch und auch Zucker und lasse dieses noch einmal schön durchkneten. Ihr seht, ein Marmorkuchen ist tatsächlich ganz einfach. Ich war früher immer so ein bisschen als Kind entsetzt, dass so wenig Teig dann nur noch da ist für den schokoladigen Teil. Das war immer mein Lieblingsteil. Natürlich ist es eine Herausforderung, manchmal Kuchen mit der selbst hergestellten Hefe zu machen. Ich zeige euch das ja auch immer mal wieder. Falls das zu große Probleme bereitet, empfehle ich euch, den Hermann einmal herzustellen. Das ist dieser süße Sauerteig. Das ist eine tolle Alternative, wenn ihr auf die chemischen Zusätze Backpulver oder auch auf die Industriehefe verzichten möchtet. Ich möchte euch bewusst jetzt hier die Variante nur mit Hefewasser zeigen, weil das auch ganz einfach ist, wenn man da erst einmal den Dreh raus hat. So, und auch hier, der Teig ist jetzt schön geschmeidig und wird jetzt auch noch mal separat in ein Glasgefäß gepackt. Und das kann ich euch generell empfehlen, wenn ihr Hefegebäck habt, vor allem mit der selbst hergestellten Hefe und wenn ihr Kuchen macht. Gebt das immer in Glasgefäße, denn da könnt ihr später am besten sehen und beurteilen, wie sich der Teig entwickelt hat, ob der noch ein bisschen länger braucht oder nicht. Ich hatte das Glück, dass sich meine Teige hier komplett unterschiedlich entwickelt haben. Und ich muss tatsächlich sagen, normalerweise braucht ein Kuchenteig auch nur 8 bis 12 Stunden. Manchmal, wenn es aber vielleicht doch zu kalt ist, gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit, dann kann es sein, dass der einfach länger braucht. Und da kann man dann keine Stoppuhr hinstellen, sondern da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Aber ich bin mir sicher, wenn das bei mir klappt, klappt es wirklich bei jedem. Es ist einfach eine Übungssache. So, die Teige sind bei mir schön aufgegangen. Ich zeige es euch gleich und habe ein bisschen Butter geschmolzen. Ihr könnt das auch mit Öl, Margarine oder mit ganz normaler harter Butter oder weicher Butter machen. Ich finde aber tatsächlich, wenn die Butter ein bisschen geschmolzen ist,
dann braucht man A viel weniger und B lässt sich das viel besser hier einmal verstreichen. Hier, ich gebe das jetzt hier einfach hinein, so. Die restliche Butter wird selbstverständlich weiterverwendet zum Backen und Kochen. Also hier wird nichts verschwendet, das ist ganz wichtig. Meine Mutter hat das früher immer so gemacht. Sie hat 'n Küchenkrepp genommen, ist in die Margarine gegangen und hat dann das so eingestrichen und es kommt dann tatsächlich eine sehr dicke Schicht raus. Wenn ihr eine gut beschichtete Form habt, so wie ich das jetzt hier, dann braucht ihr wirklich nur ganz, ganz wenig Butter. Wir hatten damals noch so 'ne Keramikform, die ist unheimlich schwer, und die hing dann immer, während sie nicht benutzt wurde, an einem Haken an der Wand. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr auch so 'ne leichtere Form oder habt ihr vielleicht noch so 'ne Keramikform zu Hause? Kennt das überhaupt noch jemand? Also, ich fand das immer schön und als Kind war für mich das immer ganz fantastisch, wenn meine Mutter selber Kuchen gebacken hat. Und auch heute so empfinde ich das, dass die Kinder mal ganz begeistert sind, wenn es so was Köstliches, Selbstgebackenes gibt und das ganze Haus riecht danach. Ist einfach 'n schönes Gefühl. So, die Butter ist, schön verstrichen. Ich mache noch mal den oberen Rand einfach nur sicherheitshalber. Und wenn der Teig aufgegangen ist, braucht er danach keine Ruhezeiten. Meistens habt ihr es ja bei Hefegebäck so, dass ihr etwas formt, dann lasst ihr es noch mal 30 bis 60 Minuten gehen. Das habt ihr hier bei diesem Marmorkuchen nicht. So sieht das Ganze aus. Oben sind ganz viele Bläschen, das kam aber vorher, aber diese Bläschen an der Seite, Moment, ich zoome noch mal ein bisschen. Könnt ihr das erkennen, diese ganz vielen kleinen Bläschen? Die sind wichtig. Wenn ihr nur oben Bläschen habt, dann kann es sein, dass der einfach speckig wird. Es kann aber auch sein, dass ihr den Teig genügend aufgehen habt lassen, ihr ihn aber dann vielleicht nicht lange genug backt und dafür habe ich gleich natürlich auch noch mal einen Tipp, denn auch mir passiert das. Und früher war es so, dass ich gar kein Equipment hatte. Ich wollte mir auch keins besorgen und das war auch völlig in Ordnung so, weil ich kannte das von zu Hause ja auch nicht. Meine Mutter hatte da nie irgendwie groß was und, deswegen hatte ich da mich gescheut, aber ich kann euch ein paar Sachen wirklich empfehlen. So, und ihr könnt es hier erkennen, der braune Teig, der hat sich tatsächlich verdoppelt vom Volumen, ganz einfach auch deswegen, weil er dann fester war durch den Backkakao. Und generell habe ich festgestellt, wenn ich Marmorkuchen mache, dass sich der dunkle Teig, also wenn noch mal Backkakao mit im Spiel ist, dass der sich dann immer noch mal besser entwickelt. Ich vermute einfach, dass noch mal in diesem Pulver noch mal sich Hefe befinden. Die befinden sich ja überall, in der Luft, im Wasser, auf den Gerätschaften. Überall ist ja Hefe, die wir in diesem Hefewasser quasi einfangen. Und deswegen geht der immer besonders gut auf. Es kann halt sein, ich habe jetzt zum Beispiel länger gebraucht und zwar fast einen ganzen Tag. Es kann sein, dass dann der Teig anfängt, weniger süß und dafür säuerlicher zu sein, wenn der zu kalt steht. Also saurer Teig ist immer ein Zeichen, dass es nicht warm genug bei euch ist. Hefe mag es einfach gerne sehr kuschelig warm. Das ist so wie bei uns Frauen üblich. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr den entweder in den Backofen mit eingeschaltetem Licht oder in einen Gärkorb packt. Es gibt da auch ganz viele Alternativen. Das kann ich euch sehr ans Herz legen. Und das Licht einzuschalten ist wirklich kaum Stromverschwendung. Wirklich überhaupt nicht. Und dafür habt ihr wirklich ein tolles Ergebnis. So, mit einer kleinen Gabel nehme ich dann immer, meine Mutter hat immer eine große genommen, ich finde aber mit der kleinen habe ich irgendwie ein schöneres Ergebnis, gehe ich in 2 verschiedenen Richtungen durch den dunklen Teig und schiebe den in den hellen. Da dürft ihr auch wirklich großzügig sein. Und das Wichtigste ist, das Equipment später muss von den Kindern genascht werden. So, der Kuchen kommt direkt in den Ofen und dann sagte ich euch, ich zeige euch, wie ihr feststellen könnt, dass der die richtige Temperatur habt. Ich nehme normalerweise immer dieses Thermometer. Ich müsste aber dann ständig den Kuchen rausholen. Vor kurzem habe ich euch die kabellose Variante ja gezeigt. Die nutze ich jetzt. Den konnte ich am Anfang nicht reinstellen, weil der Teig natürlich zu weich war. Der Sensor wäre mir in den Teig gerutscht.
Jetzt könnt ihr sehen, es sind 75 Grad, das ist noch nicht heiß genug, aber bei 94. Da habe ich das dann aus dem Backofen genommen und das ist das Schöne. Ihr braucht es nicht zwischendurch immer wieder rausholen, reinholen. Damit unterbrecht ihr ja auch das Backen. Habe ihn ein wenig abkühlen lassen, bevor ich ihn dann wende. Und wenn ihr eine gute Form habt, dann schaut mal, geht der Kuchen direkt, also der fällt ja förmlich da schon raus. Dann bestreue ich ihn noch mit ein bisschen Puderzucker, also wirklich nur wenig. Wenn ihr möchtet, dass der Puderzucker besser hält, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr ihn wirklich noch fast heiß bestreut. Ich habe es gemacht, als er wirklich fast komplett ausgekühlt war. Und bei meinem letzten Marmorkuchen habe ich den Kuchen sehr heiß angeschnitten und dadurch sah er speckig aus, was er nicht war. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, es jetzt noch einmal zu filmen und zeige euch nochmal den Anschnitt mit einem wirklich ganz minimal lauwarmen Kuchen. Und schaut mal, das Messer geht durch wie durch warme Butter. Und das Ergebnis, was ihr mit der selbst hergestellten Hefe bekommt, ist ein wahnsinnig fluffiger Kuchen. Guckt euch das an. Durch die Zuhilfenahme von Lievito Madre verkürzt sich übrigens die Zeit auf 3 bis 6 Stunden. Ich habe den jetzt hier nochmal nur mit Hefewasser gebacken. Und hier in diesen Videos sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und bin bald wieder zurück. Ganz liebe Grüße, eure Emma.